So, jetzt sind wir auf so einem Hochplateau, inzwischen wieder minus 3 Grad. Ist ja eigentlich warm für unsere Verhältnisse, ne? Ja. Und fahren Norwegen von der Westküste Richtung Lillehammer. Also mehr ins Landesinnere. Die Straßen sind eigentlich, die Fahrspuren auf jeden Fall frei. Bisschen eisig drauf, aber ansonsten gut zu fahren. Und grundsätzlich in Norwegen, die Straßen sind also vom Zustand her wirklich top. Ganz wenige Schlaglöcher, den kann man echt mal eine Hand abzählen in 3 Wochen. Und sonst sehr kurvig, also dass man mal ein gerades Stück hat, wo man dauerhaft lange fahren kann. Das gibt es ja eigentlich eher selten bis gar nicht. Sondern Kurve an Kurve an Kurve, hoch, runter, runter, hoch. Berge ohne Ende. Spannende Berge. Ja, Wahnsinnsberge, dass man gar nicht glauben kann, dass es sowas gibt. Dann ganz steile Abhänge an der Straße irgendwie. Da Schatzi schon manchmal sich ein bisschen mehr festhalten muss. Oder schwitzige Hände kriegt so bei irgendwelchen Steigungen im Schnee und sowas. Naja, und Schweden ist sehr viel gemächlicher von der Straße. Lange Kurven, lange Steigungen, tolle Landschaft auch, aber links nicht so viele abrupte Berge, sondern mehr so ein bisschen smoothie, so ein bisschen ruhiger. Und Finnland, Tundra, ganz wenig Bewuchs und ganz lange Straßen. Da kam dann ab und zu mal ein Schild für eine Kurve, die so eine leichte Biegung eigentlich nur war. Aber da wurde man vorher gewarnt, damit man wieder aufwacht und den Stock aus dem Lenkrad nimmt, sozusagen. Hier haben wir wieder ein bisschen Schneeverwehung auf der Straße. Also Finnland ist auch toll. Ist eine interessante Erfahrung fürs Auge. Und für viel geradeausfahren. Ja. So ein bisschen 66. Ja, genau. Und Schweden ist halt gut zu fahren, aber sehr viel mehr fürs Auge. Und Norwegen ist ständige Wachsamkeit und immer gucken. Und also ich kann nicht so viel die Berge bewundern wie Schatzi, aber es ist der Knaller. Norwegen ist schon toll. Definitiv. Also eine Reise wert. Ja, absolut. Und wir haben nicht einmal jetzt nach 2,5 Wochen Ketten aufgezogen. Unsere schönen Four Seasons Conti, die laufen hier bei jedem Wetter wunderbar durch. Ja. 2-mal, 3-mal, glaube ich, bei einer Auffahrt von einem Campingplatz auf die Hauptstraße sind wir gerutscht. Da haben wir dann diese Netze, Spike-Netze. portable Spikes aufgezogen. Das ging auch wunderbar. Und ansonsten laufen diese Dinger wie Butter durch. Nee, wie geschnitten Brot. wie geschnitten Brot, sagt man so, ne? Genau. Also echt top. Muss man sich keine Sorgen machen. So, Tourist Center Lillehammer, Campingplatz. Sieht eigentlich ganz gut aus, also wieder komplett leer. Da ist das Hauptgebäude. Leider steht da, aufgrund der Renovierungsarbeiten von Stromnetz und Sanitäranlagen bleiben wir beim Campingplatz geschlossen. Wir informieren Sie, wenn er wieder offen ist und heißen Sie herzlich willkommen. Uns hat aber keiner angerufen. Also Frechheit, finde ich. Also müssen wir den Hammerberg von eben wieder runter. Runter geht ja mal besser als rauf. Und dann gucken wir uns den anderen Campingplatz in Lillehammer noch an. Wir haben hier gerade noch einen Elch entdeckt. Wir gehen mal ganz vorsichtig hin. Da ist er. Der ist anscheinend tot. Der ist schon zugeschneit. Ist natürlich aus Holz.
So, Lillehammer Camping, aber ihr werdet es kaum glauben. Wir sind natürlich wieder ganz alleine. Es ist der Hammer. Da ist der Willi. Und wir müssen uns jetzt erstmal einen Platz suchen, der einigermaßen geräumt ist. Da sind die Duschen und so. Das dürfte alles soweit klappen. Und ich suche mal einen Platz, der auch wirklich, wo wir auch hinkommen. Aber das sieht hier gut aus. Der Schnee ist nicht so tief. Da können wir uns hinstellen. Und hier dürfte Strom sein. Ah ja, okay. Aber was sonst, das wird schon klappen. So, das zu unserem Campingabenteuer in Lillehammer. Bin gespannt, wie das morgen aussieht, weil es schneit und schneit und schneit. Und wenn das so weiter schneit, dann werden wir zuschneien die Nacht. Mal gucken. Alle nicht geräumt, oder? Moin aus Norwegen. So, wir sind ordentlich eingeschneit diese Nacht und angefroren. Willi ist angefroren neben der Tür, weil das Wasser runtergekommen ist. Jetzt haben wir erstmal die Standheizung angemacht, damit wir ordentlich wieder freikommen. Und hier oben sieht man sogar, dass die Eiszapfen sich vor dem LED-Scheinwerfer gebildet haben. Wahnsinn, was hier heute Nacht wieder los war. Schnee, Schnee, Schnee ohne Ende hier in Norwegen. Wir fahren jetzt hier auf der E6 mit 2 Schneeschiebern. Einer ist da vorne ganz groß, über 2 Fahrbahnen das Schild. Der räumt hier die Straße mit ungefähr 40 bis 45 Stundenkilometer. Und der Kollege, der kommt da oben immer, nimmt immer eine Abfahrt, macht einmal den Kreisel sauber und brettert dann wieder runter zum ersten. Schließt dann auf und der macht so den Seitenstreifen. Und dann gibt es so Spezialisten, die fahren da einfach hinterher und meinen, dann ein bisschen weiter nach vorne zu kommen in der Schlange. Weil es totaler Schwachsinn ist. Der hat sich jetzt. Weil hier sind so viele. Man sieht es vielleicht da im Rückspiegel. Eine endlose Schlange. Ja. Ist jetzt direkt hinter. Und ob man da irgendwie 2 Autos weiter vorne ist oder nicht, das ist sowas von gehoppt wie gesprungen. Das bringt überhaupt nichts. Aber grundsätzlich eine tolle Gegend hier. Wenn es nicht so bedeckt wäre und ziemlich diesig und, naja, Schnee ohne Ende. Aber was soll's, nützt ja nichts. Wir kommen schon noch nach Oslo.
Uhr geht dann die Fähre. Wieder nach Hirtshals und dann ab nach Hamburg. Leider schon wieder fast vorbei der Urlaub, aber ist immer noch spannend. Guten Morgen von der Fähre. So, Frühstück an Bord, kleinen Kaffee und wir fahren jetzt mit der Fähre langsam Richtung Hirtshals. Bei stürmischem Wetter, aber wahrscheinlich ziemlich schnell, weil wir haben so ein Speedboot gerade. Duty Free Shop, war Sturm. Es ist ganz schön unruhig hier. Das Schiff geht hoch und runter und Chili kann kaum sich halten. Ja, Chilis. Also das muss ich ja eigentlich vertragen. Ja. Ich habe noch nichts getrunken, aber das ist ein heftiger Seegang hier anscheinend. Wir klingeln die Klassen vor lauter Seegang. Nach einer bewegten Nacht kommen wir in Hirtshals an und verlassen ratzfatz das Schiff. Zurück auf den Autobahnen durch Dänemark und Deutschland erleben wir wieder mehr Verkehr bei milden Temperaturen ohne Schnee und Eis. Insgesamt sind wir ca. 6.500 Kilometer durch Norwegen, Finnland und Schweden gefahren. 14 Campingplätze bzw. Stellplätze haben wir dabei genutzt. Die beiden Alugasflaschen wurden 3-mal betankt. Alles haben wir in 3 Wochen von Mitte Dezember 2022 bis Anfang Januar 2023 erlebt. Es war traumhaft, aufregend und wir werden noch sehr lange von diesen Erinnerungen zehren. Es freut uns sehr, dass du uns auf unserer Reise begleitet hast. Jetzt kommt der Frühling und wir planen bereits die nächsten Abenteuer. Also, bleib dran, bald geht's los.